Nachdem ihr eure Kette angeschlagen habt für euer Projekt, durchgezählt teilbar durch 4 plus eine mehr, beginnen wir nun mit Reihe 1. Wir häkeln 3 Steigeluftmaschen, machen einen Umschlag. Diese erste Masche, die bleibt bei mir frei, weil die gehört zu den Steigeluftmaschen. Wenn ihr eine Luftmaschenkette habt, dann müsst ihr natürlich direkt die erste Luftmasche mitnehmen. Dann lassen wir 2 Maschen frei, stechen in die dritte ein und häkeln ein Stäbchen. Eine Luftmasche, einen Umschlag, gehen in die erste freigelassene zurück und häkeln noch ein Stäbchen. So haben wir die Steigeluftmaschen, ein Stäbchen, was nach rechts weggeht, eine Masche frei und ein Stäbchen, was nach links weggeht. Umschlag, direkt ein Stäbchen häkeln. Umschlag, 2 Maschen freilassen, in die dritte ein Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche, das ist dann für die Masche, die wir in der Mitte freilassen, Umschlag und dann in die erste zurückgehen, so dass wir auch hier wieder ein Stäbchen nach rechts, eine Masche dazwischen frei und ein Stäbchen nach links verkreuzt haben. Umschlag und danach die nächste freie Masche, wieder ein Stäbchen, damit sich alles gerade zieht. Da müsst ihr dann immer darauf achten, dass sich dieses hier wegzieht zur Seite und diese Masche belegt ist. Umschlag, 2 Maschen freilassen, in die dritte ein Stäbchen. Eine Luftmasche, Umschlag in die erste Masche zurück und ein Stäbchen häkeln. In die nächste freie wieder ein Stäbchen. Umschlag, 2 Maschen freilassen, in die dritte ein Stäbchen. Eine Luftmasche, Umschlag in die erste zurück und dort ein Stäbchen hineinhäkeln. In die nächste freie Masche ein Stäbchen. Umschlag, 2 Maschen freilassen, in die dritte ein Stäbchen. Eine Luftmasche, Umschlag, zurück in die erste, ein Stäbchen. In die nächste freie wieder ein normales Stäbchen, um alles gerade zu ziehen. Umschlag, 2 Maschen freilassen, in die dritte ein Stäbchen, eine Luftmasche, Umschlag, zurück in die erste, ein Stäbchen. In die nächste freie ein Stäbchen, um alles gerade zu bekommen. Und so nun bis zum Ende. Am Ende der Reihe müsstet ihr noch eine Masche übrig haben. Dort wird dann noch das Stäbchen
hineingehäkelt, um eine gerade Abschlusskante zu bekommen. Und das war Reihe 1. Für Reihe 2 wechsle ich nun die Farbe. Ich ziehe die neue durch die alte Farbe zu, mache eine Luftmasche und kann mir dann einfach nur die neue Farbe nehmen und damit beginnen. Wir beginnen in der ersten Masche mit einer festen Masche. Danach einen Umschlag und nun gehen wir zwischen die verkreuzten Stäbchen hinein und häkeln dort 3 Stäbchen hinein. In die gleiche Einstichstelle um diese eine Luftmasche herum. Danach eine feste Masche in das einzelne Stäbchen. Umschlag. Hier haben wir wieder die verkreuzten Stäbchen. Um die Luftmaschenkette herum 3 Stäbchen. In das einzelne Stäbchen eine feste Masche. Umschlag. Zwischen die nächsten beiden verkreuzten Stäbchen wieder 3 Stäbchen häkeln. In das einzelne Stäbchen eine feste Masche. Umschlag zwischen den beiden verkreuzten Stäbchen um die einzelne Luftmasche herum 3 Stäbchen. In das einzelne Stäbchen wieder eine feste Masche. Und so nun bis zum Ende. Und am Ende der Reihe nach dem letzten Fächer in die zweite Masche von unten angezählt in der Steigeluftmasche mit einer festen Masche die Reihe beenden. Das war Reihe 2. Für Reihe 3 wechsle ich wieder die Farbe, damit wir einen schönen Kontrast kriegen. Die erste Luftmasche häkle ich wieder alle Fäden zusammen. So fixieren wir das Ganze schön. Und danach können wir die neue Farbe nehmen und nochmal 2 Luftmaschen hinzuhäkeln, um auf ein Stäbchen zu kommen. Danach häkeln wir direkt ein Stäbchen in die erste Masche, sodass wir optisch 2 Stäbchen haben. Dann kommt eine feste Masche in das mittlere Stäbchen der Vorreihe. Danach 3 Stäbchen in die feste Masche der Vorreihe. Also wir versetzen quasi jetzt das Muster. In das mittlere Stäbchen der Vorreihe wieder eine feste Masche und in die feste Masche der Vorreihe ein Stäbchen, 3 Stäbchen.
eine feste Masche wieder in das mittlere Stäbchen und 3 Stäbchen wieder in die feste Masche der Vorreihe. Eine feste Masche in das mittlere Stäbchen und 3 Stäbchen wieder in die feste Masche der Vorreihe. Und so nun bis zum Ende. Ende der Reihe, nachdem wir eine feste Masche in das mittlere Stäbchen der Vorreihe gehäkelt haben, häkeln wir nochmal 2 letzte Stäbchen in die zweite Masche von unten angezählt in den Steigeluftmaschen der Vorreihe, sodass wir einen schönen geraden Abschluss haben. Das war Reihe 3. Die 4. Reihe beginne ich wieder mit einer neuen Farbe. Häkel auch hier wieder die erste Masche mit allen Fäden, noch 2 zusätzliche, also insgesamt 3 Steigeluftmaschen, und wir beginnen damit, dass wir einen Umschlag machen. Und nun behäkeln wir das letzte Stäbchen und das erste Stäbchen. Wir gehen also in das erste Stäbchen des nächsten Fächers und häkeln dort ein Stäbchen. Dann machen wir eine Luftmasche, machen einen Umschlag und gehen hier in das optische zweite Stäbchen hinein und häkeln auch ein Stäbchen. Danach häkeln wir ein Stäbchen in das mittlere Stäbchen hinein, um hier wieder alles gerade zu ziehen. Also wir häkeln jetzt wieder Reihe 1, Umschlag. Wir brauchen hier gleich wieder das letzte Stäbchen und hier das erste Stäbchen. Wir beginnen im ersten Stäbchen des nächsten Fächers, häkeln ein Stäbchen, dann eine Luftmasche und danach gehen wir in das letzte Stäbchen des vorherigen Fächers hinein. Das Ganze ziehen wir dann gerade, indem wir in das mittlere Stäbchen der Vorreihe ein Stäbchen wieder hineinhäkeln. Umschlag, rüber in den nächsten Fächer, in das erste Stäbchen, eine Luftmasche, Umschlag, zurück in das letzte Stäbchen. Ein Stäbchen wieder in das mittlere Stäbchen zum Geradeziehen. Umschlag, rüber in den nächsten Fächer in das erste Stäbchen, ein Stäbchen, eine Luftmasche, Umschlag, zurück in das letzte Stäbchen. Ein Stäbchen in das mittlere Stäbchen zum Geradeziehen. Umschlag, in das erste Stäbchen des nächsten Fächers ein Stäbchen, eine Luftmasche, Umschlag, zurück in das letzte Stäbchen des vorherigen Fächers. Ein Stäbchen in das mittlere Stäbchen der Vorreihe, um wieder alles gerade zu ziehen.
Und so nun bis zum Ende. Und am Ende der Reihe in das zweite Stäbchen, also in das erste optische Stäbchen der zwei letzten, ein Stäbchen, eine Luftmasche zurück in das letzte Stäbchen, dann ein Umschlag und in der zweiten Masche von unten angezählt in den Steigeluftmaschen der Vorreihe das optische letzte Stäbchen mit einem Stäbchen die Reihe beenden. Und das war Runde 4. Ab hier wiederholen sich jetzt wieder Reihe 1 bis 4. Es ist ein recht leichtes Muster. Ich finde auch wunderschön für eine Babydecke, gerade in solchen Farben oder mit Blau. Ich hoffe, euch hat das Muster gefallen. Vergesst nicht eure Bewertung. Kanal abonnieren ist kostenlos. Und dann hören wir uns hoffentlich zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.